Tonight. Ich möchte euch wieder willkommen heißen heute hier. Thank you for joining our midweek study as we go through the book of Romans. Danke, dass ihr bei der Bibelstunde dabei sein könnt, während wir durch den Römerbrief gehen. If you've been following with us, you know we're in Romans chapter 13 tonight. Wenn ihr dabei gewesen seid, die letzten paar Mal, dann werdet ihr wissen, wir sind im Römer Kapitel 13 heute Abend. Let's just look at the last verse of Romans chapter 12. Schauen wir uns noch den letzten Vers an in Römer Kapitel 12. Why should we do that? Warum sollten wir das tun? Because we need to read the Word of God, not just verse by verse, Weil wir müssen das Wort Gottes lesen, nicht nur Vers für Vers, but in context. aber auch im Zusammenhang. So the verse before and the verse afterwards may have an impact on what we read tonight. So der Vers zuvor und der Vers danach mögen auch eine Auswirkung haben von dem, was wir heute lesen werden. As the end of chapter 12 drew on, So wo das Ende von Kapitel 12 hier, wie es hier heißt, Paul was drawing us or encouraging us to walk in the way of the things that we believed. Paulus hat uns dazu ermutigt, dass wir nach den Wegen wandeln, wie wir das glauben. And he was echoing the words of Jesus in the Sermon on the Mount. Und er hat auch das wiedergegeben, was Jesus schon in der Bergpredigt gesagt hat. But at the close of that chapter 12, Was so zum Abschluss von diesem Kapitel 12, his encouragement was to live peacefully with all men. so war es eine Ermutigung, dass wir in Frieden leben sollen mit allen Menschen, As much as is possible. so weit das auch möglich ist. Well, he says as much as is possible with us. Und er sagt eben so vieles, also soweit es möglich ist für uns. Make sure that you are not the problem between you and others. Stell sicher, dass du nicht das Problem bist zwischen dir und anderen. And he encouraged us not to look to avenge ourselves or even justify ourselves, Und er ermutigt uns auch, dass wir uns nicht rächen sollen oder selbst rechtfertigen sollen, but to leave that with the Lord. aber dass wir das dem Herrn überlassen. And if your enemy is hungry, Und wenn dein Feind Hunger hat, feed him. so gib ihm zu essen. If he's thirsty, give him to drink. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. We can sum that up. Don't treat him like he's your enemy. Und wir könnten das so zusammenfassen, behandle ihn nicht so, als ob er dein Feind wäre. And of course, the foundation of much of what Jesus said Und natürlich das Fundament von vielem, was Jesus gesagt hat, was love one another. das war liebet einander. The final verse of that chapter, Der letzte Vers von diesem Kapitel, be not overcome of evil, but overcome evil with good. lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. That goes against so much of our sort of understanding Das geht gegen so viel von dem, was wir verstehen. in a sort of human way of thinking. We think if we need to overcome evil with the same. Also so wie die Menschen denken, wir wollen das Böse mit Gleichem vergelten, mit Bösen auch vergelten. If somebody raises a weapon against us, we need to raise a bigger weapon against them. Wenn jemand eine Waffe gegen uns erhebt, dann müssen wir eine größere Waffe gegen den dann erheben. To echo the words in later on in the New Testament, you have not so learned Christ. Und so wie es im Neuen Testament dann später heißt, ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Paul's encouragement here is just pour on the good so that it overwhelms the evil. So wie der Paulus uns ermutigt, wir sollen so viel Gutes tun, dass das Böse dann überwindet. Because the source of that good is not yourself, it's not your own heart, Weil die Quelle von diesem Guten, das bist nicht du selbst und auch nicht dein eigenes Herz, it's God. sondern Gott. And that puts us into context for going into chapter 13. Und das bringt uns dann in den Zusammenhang, wenn wir jetzt zum Kapitel 13 gehen. Another occasion where Paul didn't stop chapter 12 and start chapter 13. Wiederum ein anderer Fall, der Paulus hat nicht mit dem Kapitel 12 aufgehört und dann das Kapitel 13 begonnen.
Paul was just carrying on writing. Paulus hat einfach weitergeschrieben. We added the chapters and verses later, Die Kapitel und Verse sind erst später dann gekommen. and they're convenient for finding things. Und das sind sehr zum Brauchen, also dass man Verse oder Dinge findet. But sometimes they break up the context of what is being said. Aber manchmal unterbrechen sie den Zusammenhang von dem, was gesagt ist. So in that idea of when we're faced with evil, So mit dieser Idee, wenn wir vor dem Bösen stehen oder es mit dem Bösen zu tun haben, how do we respond? wie reagieren wir darauf? Verse 1 leads on from that same idea. In Vers 1, das führt uns dann weiter von dieser selben Idee. How should we deal with the higher powers? Wie sollten wir mit der Obrigkeit umgehen? Now, in the context here, I understand Paul is just addressing the idea of human government here. Nun im Zusammenhang verstehe ich, dass der Paulus hier von menschlicher Regierung spricht. Those who have been placed in positions of authority. Diese, die so in Stellungen, Positionen von Obrigkeit, Autorität gestellt wurden. And remember the context of when Paul is writing this. Und denkt so an den Zusammenhang von der Zeit, wo der Paulus das geschrieben hat. He's writing to believers in the center of the empire. Er schreibt an Gläubige so im Mittelpunkt vom Reich, vom römischen Reich. Those who are closest to the seat of power. Diese, die am nähesten waren zu diesem Sitz von der Macht. And when we look at that seat of power in the Roman Senate, Und wenn wir uns so den Sitz der Macht anschauen vom römischen Senat, was it godly? war das fromm oder eine göttliche Regierung? No way. Auf keinen Fall. You know, in just a few short years, Nero was going to take that seat of power. Nur in ein paar Jahren würde dann der Nero diesen Sitz der Macht übernehmen. And he's gone down in history as being, you know, this despotic megalomaniac. Und er ist so in die Geschichte eingegangen als dieser verrückte, ja, ich denke, Besessene. And Paul understands that context. Und Paulus versteht diesen Zusammenhang. If you want to read about the Caesars in the Roman government, Wenn du lesen möchtest über die Kaiser vom römischen Reich, you can get a translation of the writings of a man called Suetonius. dann kannst du diese Schriften dir anschauen von einem Mann namens Suetonius. He actually writes, he has a book called The 12 Caesars, Er hat ein Buch von den 12 Kaisern, describing those who were in power during the lifetime of Jesus. diese, die an der Macht waren während der Lebenszeit von Jesus. How should we deal with people in power like that? Wie sollten wir mit Menschen umgehen, die an der Macht sind, wenn sie so sind wie die? Well, not to overcome evil with evil, but with good. Und dass wir nicht das Böse mit dem Bösen überwinden, sondern das Böse mit Guten überwinden. To be subject to those in those positions. Dass wir denen untertan sind, die in diesen Stellungen, Positionen sind. This is it's a Greek word that he uses again and again, hupotasso. Das ist ein griechisches Wort, was immer und immer wieder vorkommt, das heißt hupotasso, Underneath. das heißt untertan. How do we do that? Wie machen wir das? Well, we're fortunate here that we have a democratic system in place. Wir haben Glück hier, dass wir eine demokratische Regierung haben. Are we happy with it? Sind wir froh darüber? Well, nobody seems to be happy with it. Niemand scheint froh darüber zu sein. And nearly everything that's wrong in this country is blamed on the government. Und fast alles, was falsch läuft in diesem Land, wird so der Regierung zugeschoben, diese Schuld. But by and large, you know, they don't cause a problem. Aber so im Gesamten verursachen sie nicht ein Problem. So we're not really in a position to speak about people who have usurped power. So wir sind nicht wirklich in dieser Position, wo wir sagen könnten, dass Leute die Macht missbraucht hätten. And Paul is addressing here the principle of government. Und Paulus, der spricht hier das Prinzip der Regierung an. There is no power but of God. Es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. And the powers that be are ordained of God. Und die Obrigkeiten sind aber von Gott eingesetzt. Right from the time of Noah, God
sort of ordained that there should be some form of government. So von der Zeit von Noah an, da hat Gott das schon eingesetzt, dass es so eine Art von Regierung geben soll. And the most successful civilizations have had that. Und die erfolgreichsten Zivilisationen hatten das auch. The people who represent that government, whether it's democratic or autocratic, Also diese Leute, die diese Regierungen repräsentieren, ob es demokratisch oder autokratisch ist, are not necessarily godly. sind nicht immer fromm. But they are accountable for what they do. Aber sie müssen Rechenschaft ablegen für was sie tun. God will hold them to account. Gott wird sie auch zur Rechenschaft ziehen. And then you begin to understand the last parts of chapter 12. Und dann beginnt man auch den letzten Teil von Kapitel 12 zu verstehen. But Paul is saying here, we also are called to account. Aber Paulus sagt hier, dass auch wir Rechenschaft geben müssen. That God is calling us to be subject to that principle of government. Also Gott beruft uns dazu, dass wir untertan sind dieser Regierung. And in verse 2 he says, whoever therefore resists the power, resists the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Und Paulus sagt in Vers 2, wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. So we can put that more into our language if we like. Those who rebel against the structure of government or the principle of government. So, wir können das moderne übersetzen, diese, die rebellieren gegen die Struktur oder das Prinzip von der Regierung. They are rebelling against God's ordinance. Sie rebellieren gegen die Ordnung von Gott. And they will take the consequences of Und that. die werden auch die Konsequenzen dafür dann haben. And you know, we go right back to the garden there and we see what happens when you rebel against what God instructs. Und wir gehen zurück zum Garten und dann sehen wir, was passiert, wenn man rebelliert gegen das, was Gott eingesetzt hat. And he says in verse 3, makes this clearer. And again, he's talking about the principle of government here. Rulers are not a terror to good works, but to the evil. Will you then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Vers 3, denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr empfangen. And immediately from this we come to that question, well, what if they aren't doing good works? What if the rulers themselves are evil? Nun, sofort kommen wir zu dieser Frage, was ist, wenn sie nicht gute Werke tun, also wenn die Herrscher böse sind? Well, Paul addresses that not in a single sentence that we can take away, but actually he reveals it in the next few verses. Nun, Paulus, der zeigt uns das in den nächsten paar Versen. Er macht das nicht in einem einzelnen Vers, sondern wir werden das jetzt sehen. The first is not about the government, it's actually about our response to that principle of government. Das erste ist nicht so gegenüber der Regierung, sondern unsere Reaktion gegenüber der Regierung. And this is particularly important given that he's writing to Rome. Und das ist sehr wichtig, weil er schreibt da in Richtung Rom. And we know that he's writing not just to Gentiles, but to Jews who have been converted. Und wir wissen, er schreibt nicht nur zu den Heiden, sondern auch zu Juden, die sich bekehrt haben. Now, when a Jew was converted to Christianity or accepted the Messiah, Wenn ein Jude zum Christentum konvertiert oder den Messias angenommen hat, they obviously brought with them a great deal of knowledge of the Old Testament scriptures. dann haben sie von den alttestamentlichen Schriften sehr viel Erkenntnis mitgebracht. And that can be positive, Und das kann auch positiv sein. but there are also negative aspects of that. Aber da gibt es auch negative Ansichten dazu. They were very much based in an understanding of the law. Und sie waren sehr gegründet zu einem Verständnis vom Gesetz. And so grace was a difficult concept for them to grasp. Und so die Gnade war ein schwieriges Konzept für sie, dass sie das begreifen konnten. They also had an understanding of the uniqueness of their nationality. Sie hatten auch ein Verständnis von der Einzigartigkeit ihrer Nationalität. If you look at that period of time of the nation of Israel's dealings with the Roman Empire, Wenn du dir die Zeit anschaust, wo die Nation von Israel es zu tun hatte mit dem römischen Reich, it was a period of constant conflict.
Das war eine Zeit von ständigem Konflikt. Despite the fact that the Roman Empire had given to Israel more concessions than it had given to any other country that it had overrun, Trotzdem, dass eigentlich das Römische Reich dem Israel mehr Freiheiten gegeben hat als irgendeinem anderen Land, was sie beherrscht haben. and the problem went back to the Old Testament, Und das Problem, das ging zurück dann zum Alten Testament, and right back to the time of Moses, so ganz zurück bis zur Zeit von Mose, when the instruction through the book of Deuteronomy, that's the 5th book of Moses, wo diese Anleitung so im 5. Buch Mose dann war, was that a Jew should not be subject to oversight by a Gentile. dass ein Jude nicht untertan sein sollte, so der Aufsicht von einem Heiden oder der Regierung von einem Heiden. They should not have a Gentile king rule over them. Sie sollten nicht einen heidnischen König haben, der über sie regiert. And of course, that was exactly the situation that they found themselves in under the Roman Empire. Und natürlich, das war genau die Situation, worin sie sich gefunden haben mit dem Römischen Reich. So they rebelled in different ways. Und sie haben auf verschiedene Arten dann rebelliert. Sometimes it broke out in violent rebellion. Manchmal ist das ausgebrochen in so gewalttätiger Rebellion. Other times it was just a refusal to do what the government instructed. Zu anderen Zeiten war es einfach so eine Ablehnung, dass sie das dann nicht getan haben, was die Regierung von ihnen verlangt hat. And then we have the Gentiles who become Christians. Und dann haben wir die Heiden, die dann Christen wurden. And, they've got no guidelines to work with Und sie haben überhaupt keine Richtlinien gehabt, womit sie arbeiten konnten, other than the teaching of the apostles. außer von den Lehren der Apostel. And this group of Messianic Jews who seem to have all this knowledge already. Und diese Gruppe von messianischen Juden, die diese Erkenntnis schon gehabt haben. And we start to realize what Paul is doing here is he's instructing both the Jew and the Gentile Christians that they are to be subject to the government. Und wir müssen verstehen, was Paulus hier tun möchte. Er möchte beiden, also den jüdischen Christen und auch den heidnischen Christen dazu ermutigen, dass sie der Regierung untertan sind. They weren't to take the law of Moses and rebel against this Gentile emperor. So, sie sollten nicht das Gesetz von Mose hernehmen und gegen diesen heidnischen Eroberer dann rebellieren, But rather recognize that God is in control, aber anstelle sollten sie auch das anerkennen, dass Gott die Kontrolle hat. that He has placed men and governments in places of authority. Dass er auch Leute in dieser Regierung eingesetzt hat von dieser Obrigkeit. And if you became more familiar with the Old Testament, you would see that that was true down through the generations. Und wenn du das Alte Testament besser kennst, dann wirst du herausfinden, das war durch alle Generationen auch so. And that God used Gentile leaders to discipline the nation of Israel. Und dass Gott heidnische Anführer verwendet hat, um die Nation Israel zu disziplinieren. But He also used them to bless the nation of Israel. Aber er hat sie auch verwendet, um die Nation Israel zu segnen. And not just recently we've looked at the position that Cyrus took. Vor kurzem haben wir uns angeschaut, was der König Kyros getan hat. And we see there that God had planned who was to take that role and what He was to do with regard to His people. Und wir haben gesehen, also Gott hat das geplant, welche Rolle er einnimmt und was er dann macht mit seinem Volk. And Paul was actually bringing that into the current day of no longer looking to the law of Moses, Und Paulus hat in die damalige Zeit das hineingebracht, dass sie nicht mehr länger zum Gesetz Mose schauen sollten, but now looking that God's plan has not dispensed with Moses, but has gone far wider than Moses' law. aber dass es nicht aufgehört hat, das Gesetz Mose mit Mose, sondern dass es viel weiter gereicht hat, als nur zum Gesetz von Mose hin. That is it's the power of God in salvation through the gospel, So ist die Kraft Gottes der Rettung durch das Evangelium. and it was to every nation. Und das sollte für jede Nation sein. So he says, verse 4, that this person or this government is the minister of God to you for good. So sagt er im Vers 4,
denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. And that's not, God's putting in that position so that you get what you want. So, und das ist nicht dazu da, dass Gott sie eingesetzt hat, dass wir bekommen, was wir wollen. When we read those words, for good, Wenn wir dieses Wort lesen zu deinem Besten, this is on God's perspective. das ist von der Sicht Gottes her. And God has an incredibly long-term perspective. Und Gott hat eine ganz andere Perspektive, so eine Langzeitperspektive. So we look at the immediate situation and say, this is awful. There's nothing good can come of this. Wir schauen uns die jetzige Situation an und sagen, das ist furchtbar, nichts Gutes kann dabei herauskommen. And then ages later we look back and say, wow, that was a good thing that happened. Und dann Zeiten später blicken wir dann zurück und sagen dann, wow, das war gut, dass das passiert ist. And I think the parallel to that in the modern days, when you go and see the doctor or the surgeon, Und so die Parallele zur heutigen Zeit ist, wenn wir den Arzt oder zum Arzt gehen and they give you the news where you're going to have to undergo surgery. und sie geben dir jetzt die Nachricht, dass du eine Operation machen musst. If they focused on the, you're going to suffer pain and blood loss and discomfort, Also wenn sie nur dir das sagen würden, dass du Schmerzen haben wirst und Blutverlust und du wirst dich nicht wohlfühlen, then you just say no and you walk out. dann würdest du sagen nein und du gehst weg. But their focus is on the consequence of the surgery will be that you'll have your life restored. Aber sie richten sich darauf aus, dass diese Operation wird dazu führen, dass dein Leben wieder in Ordnung kommt. And you can understand they're not looking at the immediate situation, they're looking at the future beyond the surgery, after the recovery Und period. man weiß, sie schauen nicht auf die jetzige Situation, sondern sie schauen dann auf die Zukunft, also wenn du dich wieder erholt hast, nachdem das alles passiert ist. And so when we start to see too the use here of the word evil, Und wenn wir jetzt dieses Wort anschauen, also von diesem Wort böse, really Paul's talking about it in the context of breaking the law or lawlessness. so worüber der Paulus hier spricht, ist, wenn man das Gesetz übertritt oder wenn jemand gesetzlos ist. Not the sense of, the spirit of evil or an inherent evil. Nicht von diesem Sinn, also der Geist des Bösen oder so, etwas ganz Böses. He says, verse 4, if you do that which is evil, or if you break the law, or if you do that which is wrong, then be afraid. Und er sagt ja, also wenn du etwas Böses tust oder das Gesetz übertrittst, also so sollst du dich fürchten. Because he, that's the minister of God that he mentioned earlier, he bears not the sword in vain. He is the servant of God. Dann sagt er, denn sie trägt, also das ist diese Dienerin von diesem Gesetz, das Schwert nicht umsonst, Gottes Dienerin ist sie. That means at that point he is serving God's purposes, Das heißt, zu diesem Zeitpunkt dient sie dem Zweck von Gott, executing wrath or consequences on him that does wrong. eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. And Paul says, so you should be subject not only for the wrath, but for your conscience sake. So sagt Paulus im Vers 5, darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. And he says, for this cause or this reason, pay your tax. Und dann sagt er, deshalb zahlt ihr auch Steuern. This is the equivalent of a poll tax or a tax on property, lands or people. So, das ist so eine Steuer von Land oder pro Person oder von Grundstück und so. And nobody wants to hear that, do they? Und niemand möchte das hören, oder? Pay your tax. Zahl deine Steuern. Somehow we've come to the idea that tax is something that's evil in itself. Manchmal sind wir zur Idee gekommen, dass die Steuer an sich böse ist. But it's part of that governmental approach. Aber das ist so ein Teil von der Regierung, also wie die das machen. Go back into the Old Testament.
Geht zurück zum Alten Testament and you'll see that every person in the nation would contribute towards the upkeep of the Levites, the priests, and the temple. so finden wir heraus, dass jeder, der was zur Nation gehört hat, müssen etwas beisteuern zur Unterstützung von den Leviten, von der Stiftshütte, von den Priestern. And there's an interesting overlap there. Und da ist eine interessante Überschneidung hier. And the Greek term for somebody serving in a government Dieser griechische Ausdruck für jemanden, der in der Regierung dient, is the same word that was used to translate the service of the priests in the temple. ist dasselbe Wort, was verwendet wurde für den Dienst der Priester im Tempel. It's not a comment on what they do Es ist nicht so ein Kommentar von dem, was sie tun, in the sense of whether it's good or bad. im Sinne, ob es gut oder schlecht ist, It's a description of their role, sondern es ist eine Beschreibung von ihrer Rolle. much the same way as we talk about ministers in the government or public servants. Also vieles von dem, also was so die Minister machen in der Regierung, also öffentlichen Dienst, We often don't feel like they're serving us, oft spüren wir das nicht so, dass sie uns dienen. but if I go off on that leg, then I'll be making political statements. I don't Aber want to do wenn ich auf that. diese Art von Richtung gehen würde, dann würde ich eine politische Aussage machen. So the tax is to pay for the government, So diese Steuern, die zu zahlen sind für die Regierung, and the plan is, or the purpose of God is that should enable the nation to function properly. und der Plan dafür ist eben, dass die Nation dann richtig auch funktionieren kann. Much the same way in the Old Testament that the contributions were so that the worship of God and the ministry of God could function effectively. Genauso im Alten Testament konnte dann der Dienst oder die Anbetung Gottes richtig funktionieren. And again, if you look in the Old Testament, you'll see that there were times when that took place and it was good. Und wiederum im Alten Testament gab es Zeiten, wo das getan wurde und das war gut. There were times when that lapsed badly. Und dann hat es Zeiten gegeben, wo das gefehlt hat und wo sie total daneben waren. You know, when they found that the Levites weren't getting any support, they were having to find other ways of raising money. Und wo sie herausgefunden haben, dass die Leviten überhaupt keine Unterstützung bekamen, so müssten sie auf andere Art und Weise dann Geld irgendwo bekommen. There were times when the money that should have gone to the temple was going elsewhere, and the temple was, breaking down. Und es gab Zeiten, wo das Geld, was in den Tempel kommen sollte, nicht in den Tempel gegangen ist, sondern woanders hin, und der Tempel war total also nicht in gutem Zustand. If we look at the high priest Eli and his two sons, we see that the money that they should have been receiving, they were keeping instead of distributing it. Und so, wenn wir schauen auf Eli und dann seine Söhne, also anstelle, dass sie das Geld verteilt haben, haben sie das für sich behalten. So you have to then differentiate between God's appointment of government So muss man also unterscheiden zwischen dem Zeitpunkt Gottes der Regierung and then what happens when man gets involved and corrupts it to his own purposes. und was dann passiert, wenn der Mensch da hineinkommt und das dann korrupt macht zu seinen eigenen Zwecken. We are now being called to submit to the principle of government. Wir sind dazu berufen, dass wir uns dem Prinzip der Regierung unterordnen. And verse 7 expands on that. Render therefore to all their dues. So, und das dehnt sich weiter aus in Vers 7, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Tribute or poll tax to whoever it's due. Steuer, dem die Steuer gehört. Custom, that's the taxes that you put on items, sold, I think you would say, when things are in transit. So Zoll, das ist etwas, was man bezahlt, wenn das so Grenzen überschreitet. This is something that Britain is just rediscovering since it's left the EU. So, das ist etwas, was Großbritannien entdeckt, seitdem es die EU verlassen hat. Those things that pass between the continent and the island of the UK, free of customs tax, are now having to
take that tax on board. Also früher, wo es keinen Zoll gegeben hat zwischen Europa und Großbritannien, aber jetzt kommt es wieder zurück. Then he says, fear to whom fear. Und dann sagt er, Furcht, dem die Furcht We gebührt. might, we don't like the idea of being fearful of a person. Wir mögen nicht diese Idee, dass wir Furcht oder Angst haben vor einer Person. So maybe we should redescribe that as a reverence. Vielleicht sollten wir das so übersetzen, so als eine Achtung, Schätzung, Anerkennung. The word is phobos, Das Wort heißt Phobos, so we get phobia from. kommt Phobia davon. The idea is there is somebody like somebody who represents the government, maybe like a policeman, Da ist zum Beispiel jemand, der die Regierung repräsentiert, so wie ein Polizist. we should not just ignore them or give them no value. We should give them some sense of respect and reverence. Also wir sollten die nicht irgendwie so heruntermachen oder nicht beachten, sondern auch die schätzen für das, was sie tun. These guys have a job to do. Weil sie haben eine Aufgabe zu erfüllen. And then honor to whom honor is due. Und dann Ehre, dem die Ehre gebührt. And this is very often we take the idea that somebody has to deserve an honor. Und das ist ja oft so, also jemand muss diese Ehre erst verdienen. The principle Paul is getting across to us now that their position should carry an amount of respect with it, irrespective of the person. So ihre Position sollte einen Respekt bekommen, unabhängig von der Person. You know that we have a president in this country. Zum Beispiel, wir haben einen Präsident in unserem Land. You may like him, you may loathe him, Vielleicht magst du ihn oder nicht. but Paul is calling us to honor the position of president. Aber der Paulus, der ermutigt uns dazu, dass wir diese Stellung, diese Position vom Präsidenten ehren. So it's summed up, pay your taxes. So es ist da zusammengefasst, zahlt eure Steuern. And particularly in the context of the Jews who had been converted, they were the ones that would rebel against these things. Und ganz besonders was die Juden betrifft, sie waren ja diejenigen, die gegen das rebellieren werden. Then verse 8 says, owe no man anything. Und dann in Vers 8 lesen wir, seid niemand etwas schuldig. And you know, there are folk who would say, well, this is why you should never have anything on credit, never borrow any money. Und da gibt es Leute, die sagen das so, du solltest nie Geld ausleihen oder nie einen Kredit machen. It's not actually what Paul is saying. Das ist aber nicht genau das, was der Paulus sagt. And I'm not encouraging you to borrow money beyond your ability to pay. Ich möchte aber nicht ermutigen euch, dass ihr Geld ausleiht über die Möglichkeit, dass ihr das wieder zurückzahlen könntet. There are two aspects of owing somebody. Da gibt es so zwei Ansichten, dass man jemand etwas schuldig ist. One is that you have something that belongs to him Eines, dass du etwas hast, was ihm gehört and you are keeping it und du behältst das, when it's his. obwohl das ihm gehört. Maybe it's his lawnmower that you borrowed 2 summers ago. Vielleicht ist das sein Rasenmäher, den du vor 2 Sommern schon ausgebaut hast. And he can't know his lawn because you have it. Er kann seinen Rasen nicht mähen, weil du den hast. You owe it to him to give him back. Du schuldest das ihm, dass du ihm das wieder zurückgibst. Another is where you have borrowed from somebody something, Etwas anderes ist, wenn du etwas geborgt hast von jemandem and because of that they have a control over you. und wegen dem haben sie Kontrolle über dich. So you owe them something, and because of your inability to return it, then they have a control over you. So, du schuldest ihnen etwas und wegen dem haben sie eine Kontrolle dann über dich. And both of those are situations that Paul says, don't get into it. Und beides von denen sind Situationen, wo Paulus sagt, lasst euch nicht auf das ein. So don't be under somebody else's control because of what you owe them, So seid nicht unter der Kontrolle von jemandem, von dem, was ihr ihnen schuldet. and don't be the cause of somebody else's lack because you have not given them something that you owe them. Und seid nicht die Ursache, dass jemandem etwas fehlt, weil ihr das ihm nicht zurückgegeben habt. And I know this is what Paul is saying because he contrasts it.
Und ich weiß, der Paulus sagt das, weil er das in den Gegensatz stellt. Rather than owing them, love them. Anstelle, dass ihr ihnen was schuldig seid, liebt sie. Now, does this reflect on me wanting to take out a mortgage on a house? Nun spricht das auch von dem, dass ich so einen Kredit aufnehmen soll für ein Haus. Won't I then owe the bank? Werde ich dann nicht der Bank etwas schuldig sein? Well, yes and no. Nun ja und nein. The bank is an organisation set up to enable you to purchase something that's of high value. Die Bank ist so eine Organisation, die dafür eingesetzt ist, dass du dann etwas ausleihen kannst, was großen Wert hat oder was viel Geld ist. But there's an aspect when you don't actually owe them anything. Aber da gibt es so eine Ansicht, wo du ihnen eigentlich nichts schuldig bist. What you are doing is buying the house from the bank. Was du hier magst, du kaufst das Haus von der Bank. And until you've paid the full amount, Und bis du diesen vollen Betrag gezahlt hast, who does that house belong to? wem gehört dieses Haus? It's the bank. Es gehört der Bank. So if you decide to stop paying and you're saying, I'm not going to pay the full amount anymore, So wenn du dir entscheidest, nicht mehr zu zahlen und sagst, du wirst nicht den ganzen Betrag zahlen, they will say, okay, we'll just take the house. und dann sagen sie, okay, dann nehmen wir das Haus. You don't owe them anything in the sense that Paul is talking about here. Und du schuldest ihnen nicht etwas in diesem Sinn, worüber der Paulus hier spricht. It's merely that the contract for your purchase, Es geht da hier um den Vertrag von deinem Kauf. in that really tiny little writing that you can't read very well, In diesem Kleingedruckten, was du nicht sehr gut lesen kannst. it pretty much says that until you've paid the full amount, the house isn't yours. Und da steht eben drinnen, bis du nicht den vollen Betrag bezahlt hast, gehört das Haus nicht dir. And because of that, it doesn't actually fall into the category that Paul is. Und wegen dem kommt es nicht in diese Kategorie hinein, was der Paulus hier anspricht. What he's brought us back to, though, is this expression, love one another. Aber worauf er uns zurückgeführt hat, ist dieser Ausdruck, liebet einander. In all your actions, demonstrate love. Und in all euren Handlungen zeigt, dass ihr Liebe habt. For he that loves another has fulfilled the law. Denn der einen anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. And the law he's mentioning there is the law of the government. Und das Gesetz, was er hier erwähnt, ist das Gesetz von der Regierung. So you'll meet all their requirements So ihr begegnet all dem, was sie fordern, if you demonstrate love, wenn ihr Liebe erweist where you want to see your taxes fulfilled. und wo ihr sehen wollt, dass die Steuern auch bezahlt werden. And he comes back then to the law of Und Moses. dann kommt er zurück zum Gesetz von Mose. Look, what does it say? Und was steht hier? Well, he summarizes a lot of the negatives from the law, Nun, er fasst zusammen vieles von den Negativen vom Gesetz, and particularly the negatives in relation to your relationship with other people. und ganz besonders sind das die Negatives von deinen Beziehungen mit anderen Menschen. And that's important to see the ones he's picked. Und das sind wichtig, also diese, dass wir die sehen, die er hier ausgewählt hat. And this whole chapter is about how we relate one to another, not how we relate to the Lord. Und dieses ganze Kapitel geht darum, wie wir miteinander umgehen, nicht wie wir mit dem Herrn umgehen. You shall not commit adultery, you shall not kill, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and any other commandment. It's briefly summarized by saying, you shall love your neighbor as yourself. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. If you love your neighbor as yourself, Wenn du deinen Nächsten liebst wie dich selbst, you're not going to steal his wife. dann wirst du nicht seine Frau stehlen, You're not going to steal his life. dann wirst du nicht sein Leben stehlen, You're not going to steal his things. dann wirst du nicht seine Dinge stehlen, You're not going to lie to him. du wirst ihn auch nicht anlügen And you're not going to be envious or jealous of the things that he has. und du wirst auch nicht eifersüchtig oder neidisch sein auf die Dinge, die er hat. That all relate to you and your neighbour. Und das ist alles so in Beziehung zwischen dir und deinem Nächsten. Because love works no ill to his neighbour. Love is there for the fulfilling of the law.
Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. And this is amazing, isn't it? We've gone through all this theology of, chapters right up to chapter 12. Und das ist erstaunlich. Wir gingen durch all diese Theologie zu diesem, was er geschrieben hat, bis zum Kapitel 12. And now Paul has brought it all together and he's brought it down to love your neighbour. Und dann hat Paulus das alles so zusammengebracht und zusammengefasst zu dem, liebe deinen Nächsten. How do you put the Christian life into action? Wie kannst du das christliche Leben so umsetzen oder danach handeln? How do you take it from theology to reality? Wie nimmt man das von der Theologie zur Realität? How do you walk the things we've been reading about? Wie wandelst du von dem, was wir gelesen haben? How do we walk the things we've been talking about? Oder wie wandelst du nach dem, worüber wir gesprochen haben? Love. Liebe. No, it's easy. Das ist einfach. Why didn't he just say that at the beginning? Warum hast du das nicht schon am Anfang gesagt? Well, he did. Oder er? Nun, er hat's. We just need to grasp it, take it on board. Wir müssen es einfach nur begreifen und aufnehmen. We mustn't limit who our neighbour is. Wir sollen das aber nicht einschränken, wer unser Nächster ist. Paul has actually told us that everyone is our neighbour. Paulus hat uns eigentlich gesagt, dass jeder oder alle sind unsere Nächsten. They may be an enemy, Vielleicht sind sie ein Feind, but we've just got to overwhelm that enmity with love. aber wir sollen diese Feindschaft mit Liebe überwinden. They may have injured us. Vielleicht haben sie uns verletzt They may now be injuring us. oder vielleicht verletzen sie uns gerade jetzt. But how do we overcome evil? Aber wie können wir das Böse überwinden? With good. Mit Gutem. If they hate us, Wenn sie uns hassen, love them. liebe sie. Love them into the kingdom. Liebe sie in das Reich Gottes. It's easy. Das ist einfach. I say that ironically. Ich sage das ironisch, nur so ganz nebenbei. It's the biggest challenge you face, Das ist die größte Herausforderung, vor der du stehst, to love your neighbour. deinen Nächsten zu lieben. How can I love them? Wie kann ich die lieben? With the source that is only in God. Mit der Quelle, die es nur in Gott gibt. The love that comes from our hearts is pitifully small. Die Liebe, die von unseren Herzen kommt, ist wirklich sehr klein oder wirklich schwach. And it's so self-centered. Und die ist so egoistisch. I love doing things that make me feel good. Ich liebe die Dinge zu tun, wo ich mich gut dabei fühle. And sometimes loving somebody else can make you feel good. Und manchmal jemand anderen zu lieben, da kannst du dich auch gut fühlen dabei. But when we want to know what love really looks like, Aber wenn wir wirklich wissen wollen, wie die Liebe aussieht oder wirklich aussieht, we need to go back 2000 years so müssen wir 2000 Jahre zurückgehen to, one Passover celebration zu einer Passafeier, zu einem Passafest outside the Damascus Gate außerhalb von dem Damaskustor and see a Roman soldier hammering nails into the wrists of Jesus. wo wir sehen, dass ein römischer Soldat Nägel in die Arme von Jesus hineingeschlagen hat. You think he felt good at that point in time? Denkst du, dass er sich gut gefühlt hat zu diesem Zeitpunkt damals? He knew more than any of us how much real love hurts. Und er hat gewusst, mehr als jeder von uns, wie echte Liebe wehtut. But what happened over that weekend? Aber was passierte dann über diesen Wochenende? The victory of death that had gone through thousands of years Dieser Sieg des Todes, den es so gegeben hat für Tausende von Jahren, came to an end. ist zu einem Ende gekommen. No longer was death the end. Jetzt war der Tod nicht mehr das Ende. No longer would we face the grave. Wir würden nicht mehr im Grab bleiben. There's something else. Da gibt es etwas anderes. Resurrection. Da gibt es die Auferstehung. And Paul is even getting excited about that idea. Und Paulus ist auch sehr begeistert über diese Idee. Let's just read from verse 11 then down to the end of this chapter.
Und lesen wir jetzt von Vers 11 bis zum Ende dieses Kapitels. Und dieses sollen wir tun, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, da wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Wake up. So wacht auf. You've heard the message. Ihr habt die Botschaft gehört. It's high time to wake up. Es ist höchste Zeit aufzuwachen. The point of our salvation is nearer than when we first believed. Und der Zeit unserer Rettung ist näher, als wo wir zuerst zum Glauben kamen. You know, I first believed 40 plus years ago. Ich habe zuerst geglaubt, schon vor über 40 Jahren, 45 years ago, there you go. vor 45 Jahren. And I'm closer to that experience of final salvation now than I was then. Und ich bin näher zu dieser letztendlichen Errettung, als ich das damals war. So what does Paul say? So was sagt der Paulus? Cast off the works of darkness, the things of this world, put on the armor of light. So zieht aus lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Stop doing what everybody else is doing Hört auf mit dem oder das zu tun, was all die anderen tun. and walk as children of the light. Und wandelt wie die Kinder des And Lichts. that very light will be our armor. Und dieses Licht wird unsere Waffenrüstung sein. Walk honestly as in the daytime. So lasst uns anständig wandeln wie am Tag. And he says, not in rioting, drunkenness, chambering, wantonness, strife and envying. Und dann sagt er nicht in Schlemmereien, Trinkgelagen, Unzucht, Ausschweifung, nicht in Streit und Neid. What he's listed there are all things that feed our own appetites. Was er hier aufgelistet hat, ist alles, was so unseren eigenen Hunger irgendwie stillt. They're all things that feed us. Das sind alles Dinge, die uns nähern. And yet if we're loving our neighbour, Aber dennoch, wenn wir unseren Nächsten lieben, we want to put those things aside. so wollen wir diese Dinge beiseite legen. Where does strife come from? Woher kommt der Streit? It's me thinking I know better than you. Das ist, wenn ich denke, dass ich es besser weiß als du. Where does drunkenness come from? Woher kommt die Trunkenheit? It's me wanting to fulfill that desire and appetite. Es ist, wo ich diesen Wunsch oder diesen Hunger irgendwo stillen möchte. Rioting. Und die Ausschweifungen. It's the extreme of rebellion to the point of, I'm demanding what I want. Und das ist so das Extrem von diesen Dingen, also wo ich fordere, ich möchte, was ich will. The chambering and wantonness is old English words they are. That's, demanding that the sexual appetites are met. Unzucht und so, also das ist, dass der sexuelle Hunger gestillt wird. And envying is still, I've got an appetite and I want something that you've got because it's going to meet that appetite. Und Neid, also ich möchte etwas, was dir gehört und so wird es meinen Hunger stillen. Put those things off. Also leg diese Dinge ab. They're the works of darkness. Das sind Werke der Finsternis. Put on the Lord Jesus Christ. Sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. And don't make provision for the flesh. Und pflegt das Fleisch nicht. Not even a fingerhold. Nicht mal so eine Fingerspitze. Let alone welcome it. Make no provision for it. Also wir sollten nicht da das pflegen oder irgendeine Vorsorge dafür treffen, Let's put on Jesus. sondern ziehen wir Jesus an. And we hope you can join us same time maybe next week for chapter 14. Und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder dabei sein könnt fürs Kapitel 14. Thank you for being patient with us through this book. Danke, dass ihr geduldig wart durch dieses Buch. And we're excited to see you putting into practice those things that Paul has taught us. Und wir sind sehr begeistert schon dafür, dass ihr das auch in die Praxis umsetzt, was Paulus uns gelehrt hat. This coming weekend we celebrate the death and the resurrection of Jesus. Dieses kommende Wochenende feiern wir den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Maybe that can be symbolic of us putting off the old life and
putting on the new. Und vielleicht kann das eine Symbolik für uns sein, dass wir das alte Leben ablegen und das Neue anziehen. Amen. May the Lord bless this word into your heart and lives today. Und möge der Herr dieses Wort segnen für euer Herz und für euer Leben heute. In Jesus' In Jesu Namen. name. Amen. Amen.